I want to talk about breakfast Ich möchte auch über das Frühstück sprechen, because I see a tremendous need, denn ich sehe ein großes Bedürfnis. and you're not unique. Here, it's not unique to Holland. Es ist nicht nur unik für Holland. I see all over the world people are turning the eating habits backwards. Es ist so, dass die Menschen überall auf der ganzen Welt ihre Essgewohnheiten umdrehen. And that is eating the heaviest meal 6, 7, 8, 9 o'clock in the evening. Und zwar essen sie zwischen 6 bis 8 Uhr abends zum Abendbrot die schwerste Mahlzeit And then they go to bed. und dann gehen sie ins Bett. It should be the other way around. And the reason for that is that the digestive system Sollte andersrum sein. Und der Grund dafür ist, works better early in the day, like in the morning. das Verdauungssystem arbeitet besser früh am Morgen And it slows down later in the day. und später im Laufe des Tages verlangsamt sich das, So that supposedly your body can go to sleep. so dass dein Körper langsam anfängt zu schlafen. No wonder he has a bad attitude. Look what he's drinking and look what he's eating. Hat eine ziemlich schlechte Haltung. Schau mal, was trinkt und was isst. Hates breakfast, apparently, huh? Scheinbar hasst das Frühstück. He's eating the wrong kinds of things. Now, you can have cereal and banana and that, Aber But- isst doch das Falsche zum Frühstück. Man kann zwar einen Brei haben mit Bananen da drin, but you need some more substantial kinds of things, too, like a piece of bread and nut butter and at least 3 to 4 pieces of fruit. aber man braucht auch noch was Substanzielles, was Kräftiges, wie ein Stück Brot mit Nussbutter dazu und ein paar Stücke Obst dabei. Is that a good breakfast? Ist das dein Frühstück? Right, but that's what a lot of people have internationally. A cup of coffee and a donut or a piece of pastry. Really? Das ist, was viele Leute zum Frühstück trinken. Eine Tasse Kaffee und ja, ein Brötchen oder sowas. And they say that they don't have time for breakfast. Und sie sagen, sie haben gar keine Zeit zum Frühstück. And I guess not. If you get up 20 minutes before it's time to go to work, you don't have time. Und wenn man 20 Minuten vor der Arbeit aufsteht, dann hat man bestimmt keine Zeit dafür. Children especially need a good, heavy breakfast in the morning. Gerade Kinder brauchen eine gute, schwere Mahlzeit am Morgen. It has been shown that they do much better in school. Sie werden viel besser in der Schule sein. They're a lot less irritable Sie werden nicht mehr so irritiert sein. in school and at home. In In der Schule. school and at home. Und die Schule endet zu Hause. In der Here's Schule some und zu reasons Hause. why people say they don't eat breakfast. No time. Der Grund, warum die Menschen sagen, sie brauchen kein Frühstück, ist, weil sie keine Zeit haben. I'm not hungry in the morning, Oder ich habe keinen Hunger morgens. but they can eat this stuff. Aber I'm not das hungry, Zeug, but das I'll können sie eat all essen. this junk. Sorry? I'm not hungry, but I can eat this stuff. Hunger haben sie nicht, aber dieses Zeug essen, das können sie trotzdem. I want to lose weight. Manche sagen auch, sie möchten Gewicht verlieren. Did you know that people who don't eat breakfast are the ones that have problems losing weight? Wusstet ihr, dass die Menschen, die kein Frühstück essen, gerade Probleme haben, Gewicht zu verlieren? Because they tell themselves, I'm not going to eat breakfast, but they make up for it the rest of the day. Sie sagen, sie werden kein Frühstück essen, aber das, was sie morgens verpassen, das holen sie im Laufe des Tages mehr als genug wieder ein. People who eat breakfast tend to eat less for the rest of the day. Menschen, die Frühstück essen, essen im Laufe des Tages weniger. And here's a big one. A lot of people don't realize how important breakfast is. Viele Menschen, die wissen gar nicht, wie wichtig das Frühstück ist. You should get most of your calories and nutrition at breakfast Die meisten Kalorien und Nährstoffe sollte man durch das Frühstück zu sich nehmen, so that your body along the day will build up the nutrients that are needed for proper repair at night. so dass der Körper all die Nährstoffe sammeln kann, die er braucht, um den Körper wieder aufzubauen und wiederherzustellen in der Nacht. How many people put gas in the car after you get where you're going?
Wie viele when you're Leute, sitting on empty? wie viele Leute tanken das Auto erst, wenn sie schon am Ziel angelangt sind? How many? Wie viele? Nobody. Keiner. But we'll put gas in the tank after we run out. When we're on empty early in the morning, we'll put gas in the tank late in the evening in our bodies. Wenn morgens unser Tank leer ist, dann können wir nicht erst das Frühstück abends reinstopfen. And then we wonder why nobody can stand us. Und dann wundern wir uns noch, warum niemand uns ausstehen kann. Because we're so irritable and hateful. Weil wir so launisch sind. Because we're hungry. Wir sind hungrig. We're less irritable, Wenn man das macht, dann ist man nicht so irritiert. more efficient, Man erreicht mehr. we have more energy, Man hat mehr Energie. and better test scores. That's all across the board, including adults. Und man geht besser durch Teste hindurch. And this just highlights these. Hier könnt ihr das nochmal sehen. Oops, didn't want to skip that. See the little girl there? She's going to church school. I can tell by the uniform. My daughter wore one that looks like it. Dieses Mädchen geht zur Gemeindeschule. Das kann ich an der Uniform sehen. Meine Tochter, die ging nämlich auch dahin. There is less chronic disease, less diabetes, less high blood pressure, less cancer, less arthritis, all of those things for people who eat good, healthy breakfasts. Für Menschen, die ein gutes, gesundes Frühstück essen, gibt es weniger chronische Krankheiten wie Krebs oder Arthritis oder ähnliches. People also live longer Die who eat Menschen, breakfast, die leben auch länger, wenn sie ein gutes Frühstück nehmen. and they have better health. Und sie haben eine bessere Gesundheit. When your stomach is growling, how difficult is it to keep your mind on your work? Wenn dein Magen knurrt, wie schwer ist es dann, um dich auf deine Arbeit zu konzentrieren? This fella cannot concentrate. And look at the stack of stuff he has to do. Dieser arme Mann kann sich gar nicht auf seine Arbeit konzentrieren. Schau mal auf den Stapel Papiere, die da liegen. The best thing to do, especially during the major meals like breakfast and lunch, is to stop the work and have a quiet, peaceful meal. Wenn du Mittagessen oder Frühstück zu dir nimmst, solltest du mit deiner Arbeit aufhören und einfach ein ruhiges, friedliches Essen zu dir nehmen. Is that a good meal? Ist das ein gutes Essen? Probably coffee and Danish. What's Danish? Looks like Danish or chicken. I doubt it. Was immer es auch ist, It's Kaffee probably und coffee and irgendwas something Ungesundes. sugary. Doesn't favor chicken to me. Sieht nicht aus wie Hühnchen. Here's a big question. Now, what is a healthy breakfast? Was ist denn jetzt ein gesundes What do you Frühstück? think? Was Give me denkt some ihr? ideas. Gib mir mal ein paar Vorschläge. Fruits and bread and so I'm hearing cereals, fruits, bread, and cereal. Früchte, Brot und Brei oder Müsli oder sowas. Ce- Gemüsesuppe. Millet is very good. Yes. What else? Hirse, sehr gut. Was noch? Oats. Yes. Haferflocken. What else? Während der Woche sollte eine Varietät bestehen zwischen verschiedenen Getreide- und Nusssorten. Getrocknete Früchte. Dried fruits. Dried fruits are okay unless you're diabetic, and then you need to watch it with the dried fruits because the increased sugar in dried fruits. But yes, you can have dried fruits like raisins and dried Trockenfrüchte. dates and dried apples and that. But be Trockenfrüchte- careful if you're diabetic. I'm sorry. Trockenfrüchte sind in Ordnung, wenn man nicht Diabetes hat, weil Trockenfrüchte haben einen höheren Zuckergehalt und da muss man damit aufpassen. The first preference would be to have fresh fruit. Am Okay? besten ist es, um frische Früchte zu sich zu nehmen. And you see the examples in the mornings here now. Also nut butters, especially almond butter. Auch Nussbutter, zum Beispiel Mandelmus. You can have peanut butter as well, but peanut butter is one of the things that a lot of people are allergic to. Ihr könnt auch Erdnussbutter essen, aber viele Menschen sind gegen Erdnüsse allergisch. And some of them even have what we call severe allergic reactions to peanut butter.
Und manche Leute haben sogar sehr schwere allergische Reaktionen auf Erdnussbutter. So, and let me just mention this. I know that I've had people tell me nothing has ever happened to me with peanut butter, and it may not. Und andere Leute, die haben mir schon erzählt, sie können Erdnussbutter essen, so viel sie wollen, aber da passiert dann doch nichts. But there are some people who will acquire an allergy to peanut butter Aber einige Menschen, die können eine Allergie dagegen bekommen, over a period of time erst nach einer bestimmten Zeit. that's never had a reaction to peanut butter before. Und sie hatten da vorher vielleicht noch nie irgendeine Reaktion auf Erdnussbutter. Let me tell you a real story here. Ich möchte euch eine wahre Geschichte erzählen. We had a gentleman to come to Wildwood, Nach Wildwood kam ein Herr and we had barbecued tofu for lunch one day. und wir hatten ein Barbecue-Tofu For lunch? Did zum you get that? Mittagessen. And what happened was the barbecue sauce, the recipe had just a teeny bit of peanut butter in it. Und in der Barbecue-Soße, da war nur ein klein bisschen Erdnussbutter. Then all of a sudden, just immediately, this man started having trouble breathing Und sofort hat der Mann Atemprobleme bekommen. and complaining about his mouth feeling scratchy and itchy inside. Und er hat darüber geklagt, dass sein Mund innen ganz dolle jucken würde. So we started loading him up with charcoal slurries. Charcoal slurries, charcoal in a glass of water. Und dann haben wir ihm Holzkohle in Wasser aufgelöst gegeben. And every time he finished one, we would give him another, Und jedes Mal, wenn er ein Glas aufgetrunken hatte, würden wir ihm das nächste geben. and another, Und noch eins. and another, Und noch eins. and another, and another, Und noch eins. Und noch eins. until finally he said he felt better. Bis er schließlich sagte, es würde ihm besser gehen. So you know what charcoal is good for, right? Also ihr wisst, wofür Holzkohle gut ist. If a person is allergic, it grabs hold of whatever the problem is and not only neutralizes it, but it pulls it out of the system. Wenn jemand eine allergische Reaktion hat, dann hilft Holzkohle und nimmt die Allergieverursacher wieder weg. So let's see what a healthy breakfast is. Is Wir that a wollen mal healthy gucken, breakfast? Ist das ein gesundes Frühstück? It absolutely can be. Es geht absolut nicht. Some people will eat dinner for breakfast, Manche Leute, die essen ihr Mittagessen zum Frühstück. and there's nothing wrong with that. In the middle here, you see cereal and milk, and you see the raisins, and there's, don't have my pointer, but just back of the bowl there are like little oat patties and that, and that's fine. But suppose I want to have my vegetables for the morning meal. In der Mitte, da seht ihr Brei und Milch, Rosinen und irgendwelche Pfannkuchen. Aber das ist auch in Ordnung. Aber was, wenn jetzt jemand sein Gemüse schon zum Frühstück essen möchte? Or the meal that you had for lunch today, what's wrong with having that for breakfast? Oder was ist falsch daran, wenn man das Essen, was wir heute zum Mittagessen gegessen haben, zum Frühstück essen würde? It's okay to flip the meals, the kinds of food that you have for a meal, and eat what you would eat for lunch for breakfast. I do it all the time. As a matter of fact, most of the time. Es ist in Ordnung, wenn ihr so die Mahlzeiten vertauscht und das, was ihr zum Mittagessen esst, dann zum Frühstück esst. Ich mache das regelmäßig. There's one rule. You eat your vegetables at one meal and you eat your fruit at another meal. Es gibt nur eine Regel. Esst das Gemüse zur einen Mahlzeit und das Obst zur anderen Mahlzeit. How many people do that sometimes? Wie viele Menschen tun das manchmal? Right. Now, and the reason for that is that a lot of people, the lunch meal is always heavier than the breakfast meal. Und bei vielen Menschen ist das Mittagessen schwerer als das Frühstück. So, and you should have your heaviest meal for breakfast. Und ihr solltet die schwerste Mahlzeit des Tages zum Frühstück haben. 1/3 to 1/2 of the calories for the day should be breakfast. Ein Drittel bis zur Hälfte der Kalorien des Tages sollten beim Frühstück eingenommen werden. We eat breakfast like what? Wir king. essen frühstücken wie ein König, Lunch like a prince, das Mittagessen wie ein Fürst and supper like a pauper.
und abends wie ein Bettler. which means you eat really well for breakfast. Also wirklich ein gutes Frühstück einnehmen, richtig kräftiges Frühstück. You eat good, but not so well as for at lunch as you did for breakfast. Und zum Mittagessen auch eine gute Mahlzeit einnehmen, aber nicht so viel wie zum Frühstück. And nothing or something like a piece of fruit for supper. No nut butters and heavy meals. And for supper, you really should eat light in the evening. Am Abend solltet ihr sehr leicht essen, entweder nichts oder noch ein Stück Obst, aber keine Nussbutter oder sowas. This is especially true for people who are wanting to lose weight. Das ist auch sehr wichtig für Menschen, die Gewicht verlieren wollen. Let me mention to you as well that breakfast should be eaten between 7 and 8 in the morning. Und or a das little Frühstück earlier. sollte auch zwischen 7 und 8 am Morgen gegessen werden. Lunch between 1 to 2. Und das Mittagessen zwischen 1 und 2. And if you're eating supper, it should be done by 6 p.m. Und wenn ihr Abendbrot esst, sollte es um 6 Uhr beendet sein. How many of you were already doing that before you came here? Wie viele tun das schon, bevor sie hierher gekommen sind? And once again, the reason for that is that your digestive system works better during these times of the day as opposed to later. Now, you can eat earlier if you want to, 6 o'clock in the morning. Some people eat that early. But Das Verdauungssystem, das funktioniert besser so früh am Morgen. Und ihr könnt auch noch früher essen, zum Beispiel um 6 Uhr morgens. the rule of thumb is not to have meals any closer than about 5 hours apart. Aber wichtig ist, dass ihr dass zwischen den Mahlzeiten mindestens 5 Stunden auseinander liegen. What's a good snack? Was ist Tell me what a good snack eine is. gute Zwischenmahlzeit? Right. The only thing that should be taken between meals is water. 30 minutes before the meal, 1 to 2 hours after the meal. No drinking with the meal. Reason. Even with people who are not diabetic. Go ahead. Also das Einzige, was wir zwischen den Mahlzeiten zu uns nehmen sollten, ist Wasser. Wasser eine halbe Stunde vor der Mahlzeit oder frühestens 1 bis 2 Stunden nach der Mahlzeit. Und der Grund dafür ist, People who are diabetic, who are not diabetic, as well as people who are diabetic, when you drink with the meal, it drives your blood sugar up and it keeps it up longer. okay, der Grund dafür ist, dass egal ob man jetzt Diabetes hat oder nicht, aber bei den Mahlzeiten trinken, das treibt den Blutzucker hoch und dann bleibt er auch sehr lange hoch. And when your blood sugar is up and it stays there longer, Und wenn der Blutzucker so hoch ist und auch länger so hoch bleibt, it causes the insulin level to rise up and stay longer. dann steigt auch der Insulinlevel höher und bleibt auch länger oben. Puts extra stress on the pancreas, the organ that makes the insulin. Das verursacht Stress für die Bauchspeicheldrüse, die das Insulin herstellt. And one of the eventualities is that sooner or later people end up having diabetes because of overeating or eating at the wrong times. Und früher oder später bekommen die Menschen dann Diabetes, weil sie zu viel essen oder zur falschen Zeit essen. Eat breakfast like a king, lunch like a prince, and supper like a pauper. Also morgens wie ein König, mittags wie ein Fürst und abends wie ein Bettler. Does that look pretty good for breakfast? Sieht das nicht gut aus zum Frühstück? Yeah, there's a lot of nice looking things for breakfast, huh? Das sind sehr leckere Dinge zum Frühstück. What about that one? Wie sieht das aus? What's better about it? Was ist daran besser? Yeah, but you don't have to have the raisins if you don't want. There's grapes, you can leave the raisins out. This is just showing you a variety because this still has raisins in it too. Also man muss nicht all die Rosinen essen, die auf dem vorigen Bild drauf waren. More what? What here? Grains. Bread? But that's for the table. That's not for that person. This bread right here? Yeah, that's not all of that person's bread, hopefully. Das ist nicht Looks alles, like half a loaf. was die Person zum Frühstück aufessen soll. Das wäre zu viel. I would say if they had all that, yeah, that's too much.
Wenn jemand all das aufessen würde, hätte er viel zu viel. Is that a good breakfast? Ist das ein gutes Frühstück? Yeah, it's good old Krispy Kreme donut and orange juice. Orangensaft mit so einem knusprigen Brötchen. What this shows is that with this kind of meal, the blood sugar levels shoot up and they drop down, and they usually, is there a marker over there? Oh, here. There. This is what happens. Also das geschieht dann mit See so einem that? Frühstück. See that? Könnt ihr das sehen? Let's just say this is normal blood sugar right there. Wenn dieser Strich da unten der normale Blutzuckerwert ist, When you eat this kind of meal, wenn ihr dann so ein Frühstück zu euch nehmt, it goes zoop. dann geht der Blutzucker so hoch und so wieder runter. You notice it dropped lower than normal, Und and er then sinkt it dann, stays there. unter den Normalwert und bleibt auch unter dem Normalwert. And what happens then? Was passiert dann? When your blood sugar drops lower than normal, you feel hungry again, right? So you do it again, and it goes zoop, zoop. Stays there. Get the picture? Dann bekommt man Hunger, wenn der Blutzuckerspiegel so niedrig ist, und dann isst man wieder was zwischendurch und dann steigt der Blutzucker wieder hoch, sinkt wieder ganz runter und ist noch niedriger als vorher. Let's see. Before I move away, let me show you what a good meal with good balanced meal does. Eine ausgewogene Mahlzeit, die sieht so aus. Especially a meal with what we're supposed to eat: fruits, grains, and nuts. Right? Wir sollten Früchte, Getreide und Nüsse essen. This is normal. Das ist wieder der normale Blutzuckerspiegel. When we eat, the blood sugar gradually goes up. Wenn wir dann eine gute Mahlzeit zu uns nehmen, geht der Blutzucker langsam hoch. It stays nice and level for a minute, comes down, Es bleibt für eine Weile oben, kommt and dann wieder right runter back down to normal und geht dann wieder runter auf den Normalspiegel. for 3 to 4 hours. Für 3 bis 4 Stunden. And that's why when you eat a good balanced breakfast, you're not hungry in 30 minutes. Wenn ihr dann ein gutes, ausgewogenes Frühstück esst, dann seid ihr nicht nach einer halben Stunde schon wieder hungrig. So it holds you 3 to 4 hours, and then by the time your blood sugar starts dropping again, it's time to eat again. 5 hours. Und wenn dann Blutzucker dann wieder sinkt, nach einem guten Frühstück, dann sind schon 5 Stunden vergangen und erst dann fühlst du dich wieder hungrig. Make sense? Versteht ihr das? Okay. Every time you eat, your blood sugar rises, no matter what it is you're eating. Okay? Jedes Mal, wenn ihr etwas esst, dann steigt euer Blutzucker, egal was ihr esst. No, the thing to remember is that the more sugary it is, Und je mehr Zucker in unserer Nahrung enthalten ist, the faster it gets into the bloodstream, but then the faster it drops as well. desto schneller geht der Zucker auch in unser Blut über, aber desto schneller sinkt der Blutzuckerspiegel auch wieder. See what I just drew on the board? You see how far down below normal it drops? Seht ihr, was ich da gemalt habe und wie tief der Blutzucker unter den Normalwert sinkt? And it never gets back up to normal Und es gelingt ihm nicht, um wieder hoch auf den Normalwert zurückzukommen, until you eat something else sugary. bis man wieder irgendwas anderes isst, voll mit Zucker. See this one? Seht ihr das? A little bit better. You've got cereal and fruit there. Das ist ein bisschen besser, weil dort Getreide und Früchte drin verarbeitet sind. But the green one is even better because when you do a balanced meal with the cereal, the fruit, and some nuts or nut butter, you don't get hungry so quickly. Der grüne ist noch besser. Das ist dann von einer Mahlzeit, wo man Früchte, Getreide und Nüsse verwendet hat. Let's go back to this one. If you had your choice, particularly if you're working with a diabetic, would you give them the juice or the orange? Was würdet ihr einem Diabetiker geben? Den Saft oder die Orange? Yes, the orange, even for diabetics, would be much better. There was a time when we were told to put sugar in the orange juice and give it to them. If the person is not shaking and perspiring really badly, it's better just to give them the whole orange and let them eat it.
Also es ist auch für einen Diabetiker besser, eine ganze Orange zu bekommen. Es gab mal eine Zeit, da wurde uns gesagt, wir sollten sogar noch Zucker dem Orangensaft hinzufügen und ihnen das geben. Aber wenn sie nicht wirklich schon Probleme haben wegen einem zu niedrigen Blutzucker, dann sollte man ihnen trotzdem noch die Orange geben. Because this sugary orange juice will do pretty much the same thing that the orange juice in the donut did, okay? Weil so ein süßer Orangensaft mit Zucker gesüßt, der bewirkt dasselbe wie dieses ungesunde Frühstück, was wir gerade gesehen haben. Do we have time for a few questions? I don't. Ich hatte heute gehört, nach dem Essen soll man hier spazieren gehen. Stimmt? Also wie lang? After eating, you should go for a walk. How long? At least 20 minutes. Mindestens 20 Minuten. Oh, auf Deutsch war die Frage, ob man, wie lange man nach dem Essen spazieren gehen soll. What does Next he- one. He just wanted me to repeat the question in German. Oh, okay. Next question. What about drinking juice? Wie ist das mit Saft trinken? If you're drinking freshly made juice, you still need to drink it 30 minutes before the meal. Okay, before the 30 minutes. Wenn du frisch gepressten Saft trinken willst, dann auch 30 Minuten vor der Mahlzeit. It's not a good idea to drink these sugary store-bought orange juices and apple juices and all this sort of thing. Es ist, If you're going to get them, they should be natural, no sugar added. es ist keine gute Idee, um die gezuckerten oder künstlich hergestellten Säfte zu trinken. She wanted to know if you drink them after meal. At least 1 to 2 hours, but then you're considered eating between meals, Und nach der Mahlzeit even though it's juice. mindestens 1 bis 2 Stunden danach, aber das ist dann auch wie eine Zwischenmahlzeit, auch wenn es nur Saft ist. And what about soy milk? Half an hour before you have the meal? At Ist das least, mit unless you're Sojamilch? eating it in your cereal. Okay. Wie ist das mit Sojamilch? Die sollte man am besten im Brei oder so oder beim Müsli mitverarbeiten. Pardon me? Obst am Abend ist okay? Fruit in the evening is okay. You can have fruit in the evening by 6 o'clock Obst am Abend ist in Ordnung. Ja, rund 6 Uhr. because fruit is easier to digest. Obst ist leichter verdaulich. Ich habe gehört, manche essen Salat und die vertragen es abends nicht mehr. Some eat salad and they can't have it in the evening anymore. Salad. Well, salad is really not a good last meal to eat because it takes longer for it to digest. Salat am Abend, der braucht lange, um verdaut zu werden. Nuts is the same way. As a matter of fact, nuts and nut butter take about 6 to 8 hours to digest. Und Nuss oder Nussmus, das braucht 6 bis 8 Stunden, um verdaut zu werden. Deswegen ist das auch nicht gut. That's why you want to eat nuts and nut butter for breakfast, Deswegen sollte man Nuss und Nussmus zum Frühstück essen. not at 6 o'clock in the evening. Nicht um 6 Uhr abends. This one. gesagt, wenn jemand zu niedrigen Blutzuckerspiegel hat, dann soll er Orangen essen statt Saft trinken. Wenn jemand einen zu niedrigen Blutzucker hat, soll er dann Orangen essen anstelle Saft trinken. Er soll Orangen essen statt Saft. Yeah, you said that if somebody has a too low blood sugar, then he should eat oranges instead of drinking the juice. Ich habe aber gehört, wenn jemand einen zu niedrigen Blutzuckerspiegel hat, dann soll er Saft trinken, damit es schneller ins Blut geht. Ist das nicht falsch? But she heard that if somebody has too low blood sugar, he should better drink the juice, that it goes up faster. You have to make a judgment call on that. If they're still talking, it ain't too low. Solange sie noch reden, ist der Blutzucker noch nicht zu niedrig. Now, if a person is comatose, of course you can't say, eat this orange. Wenn jemand schon gar nicht mehr reagiert, dann kannst du natürlich nicht sagen, jetzt musst du diese Orange aber essen. Or if they're really sleepy, Oder wenn sie wirklich schläfrig sind, then yes, have them drink the orange juice. But that's not the case with most people. dann können sie ruhig den Orangensaft trinken, aber meistens ist das nicht der Fall. And usually if a person is diabetic, they feel when they start getting low blood sugars. That's when they should eat a piece of fruit. It can be an apple, it could be a handful of grapes,
could be an orange. Okay? Und die meisten Menschen, die Diabetes haben, die fühlen das schon, wenn der Blutzucker sinkt. Und dann ist der Zeitpunkt gekommen, dass sie ein Stück Obst essen sollten. Banane, Apfel oder Orange. I think next over here. With the fruit juice that you buy in the store, if there is only, I don't know for sure exact on my out of my head, but 2 or 5 divided by 100 in 100 milliliter sugar, is it then allowed? You get the picture? Also, wenn ein Saft nur 2 bis 5% Ja, 2 bis 5% Zucker drin sind, kann man den dann noch trinken? auf 100 Milliliter. In 100 Milliliter, ja. 2 bis 5% Zucker in 100 Milliliter. Is it then allowed? Listen, fruit juice is going to have natural sugar in it, okay? Normaler Fruchtsaft enthält schon Zucker von sich aus. What I'm saying is you really need to stay away from the one that has sugar added. Wir sollten aber nicht die zu uns nehmen, wo noch Zucker hinzugefügt wurde. I don't know if it is put inside. If it is, it generally says sugar added. Or if you look in the ingredients and it has 12 different kinds of sugar in it. No, it's fluid. It's a drink. Okay, I got what you're saying, but read your labels. It is No sugar added. okay. Yeah. Because of I want to live healthy, Right. but I'm less on money, so I don't know can afford all the very expensive things. So I want to choose in what's possible and healthy. You understand what I mean? Yes, the best possible and healthy drink is if you buy oranges, squeeze your own orange juice. Am besten und am billigsten ist es, um die Orangen zu kaufen und sie selber auszupressen. And why am I saying that? Because a lot of this stuff that says beverage, orange drink beverage, and apple beverage, and anything that has something like that on the label is generally a lot of artificial coloring, sugar water, okay? Even if it says 2%. What you want to look for is the fruit juice, the natural fruit juice itself. And once again, I repeat, read the labels. And if there are words on the label that's too long to pronounce, you don't drink it. Also wenn da drauf steht Apfelgetränk oder Orangengetränk, dann ist es meistens nur gefärbtes Zuckerwasser. Am besten sind die natürlichen Säfte, aber das steht drauf. Da steht dann 100% Saft oder so auf den Zutaten. Und in dem klaren Apfelsaft, da ist auch Gelatine drin. Und im In dem klaren Apfelsaft ist Gelatine drin. she says In dem naturtrüben nicht, aber in dem klaren. that in the pure apple juice, which is clear, which you can see through, which is clear, there's gelatin in it. I don't she know. says. It's made from pigs. Oh, a lot of times that's strained through some animal product. The natural apple juice is not clear. It's cloudy. Wirklich So. natürlicher Apfelsaft ist trüb. Der ist nicht klar. Let me tell you something else, and then I'll take your question. Some of these drinks that you get, and I can't think of the name of the one right now. A couple of years ago in the United States, Vor einigen Jahren in den Vereinigten Staaten there was a newscast, a newscast. television program, news, and the news on television, Da waren die Nachrichten im Fernseher. that one of the drinks, Snapple, now remember, Snapple. Anybody heard of the drink Snapple? Hat jemand schon mal was von dem Getränk Snapple gehört? Particularly the red one. Besonders der rote. They were using ground up red beetles, bugs, What's that? bugs. Sie haben
haben sie gemixt und das ist der Farbstoff gewesen. Aber das ist genau das gleiche, was wir hier in Deutschland auch haben oder in Holland überhaupt. Der Wie heißt das denn in rote Deutsch? Karmesin oder irgendwie sowas. Das ist das Blut von Läusen. Oh. Das hat man in roten Lippenstift, das hat man in allen möglichen, alles was rot gefärbt ist, ob das Gummibärchen sind oder irgendeine rote Farbe ist von Läusenblut. I don't know what she said. Okay. Ja, aber das ist nur bei natürlichen Sachen. Denn normal, was du bekommst im normalen Supermarkt, was rot ist, ist vom Blut der Läuse. Lice, the little lice, the red color in most of the foods that you buy in a normal store, the red color is from the blood of lice. And you know, there's some nasty stuff in a lot of the foods, and the artificial coloring and that. You don't know what it's made of, but I'm saying that the red color in this one was announced on the news that they were using red bugs to make the color. Also das war jedenfalls in den Nachrichten, dass die rote Farbe von diesem Getränk gemacht wurde von Käfern, die zerrieben wurden. Von roten Käfern. Some people still do. Manche Leute, die trinken das Zeug immer noch. Yes, Jan. We have them a lot in home, these little villages. Oh, okay. Well, you can have mine. If the kitchen makes an experiment, we have them here in the window. Okay. Well, Also wenn You die Küche can ein have Experiment mine. machen möchte, wir haben diese Käfer hier überall im Haus. Dinah, do you have a question? Yeah. How about the fresh juice that we can buy from the stores? You know, they put it in the rack. Does it keep the 100% vitamins that we need, or I mean the one from the orange that you're gonna squeeze is much better? And if you drink it within about 15 minutes. Yeah. Yeah, because after you make fresh juice, whether it's vegetable or fruit, after a 15-minute period, it starts losing its potency. The longer you wait, the less good it is. Also Even sind though die it's in the gekauften Fruchtsäfte genauso gut wie die frisch gepressten Fruchtsäfte? Nein, weil wenn man die 15 Minuten stehen lässt, dann verlieren sie immer mehr ihre Vitamine und Mineralstoffe. Sorry, Fritz. How is it then with bottled juices? Same thing. I didn't think what vitamins. Bottled juices are not as nutritional for the same reason. So when they tell on the bottle there's a lot of vitamin C in it, in fact you could not believe it. Well, they might have put some extra vitamin C in, but the natural vitamin C, Und das ist genauso mit Säften, die in Flaschen abgefüllt sind. Die verlieren auch. Und da haben sie dann vielleicht noch extra Vitamin C hinzugefügt, aber das natürliche Vitamin C ist sehr niedrig. I'm going to tell you a statement that I heard someone say, and probably 8:15, time for Jan to go to bed. And what they said was, Also ich möchte euch noch etwas sagen. Ja, ein Zitat oder so, das jemand gesagt hat. when you're with these different food items that people take, and they say it's enriched, Die verschiedenen Nahrungsergänzungsmittel. Oh, wenn Nahrungsmittel angereichert sind mit irgendwelchen Vitaminen oder so. how can you take all the natural vitamins and minerals and all of that out Wie kann man all die natürlichen Vitamine und Minerale und so da rausnehmen, put back 2 2 davon wieder dazufügen and call it enriched? und das dann angereichert nennen? I call it impoverished. Ich nenne es verarmt. Right, because if there's 8 things in it, you take all 8 out and put 2 artificial ones in it. Is that rich? Also wenn 8 Dinge drin waren und man alle 8 rausnimmt und 2 wieder dazu tut, das ist doch nicht angereichert. Yeah, but it's a gimmick. Yes. I'm done.
Also Finito. das ist nichts wert. Done. Liegt das beim Hören? Manche, sie sagen, da muss unbedingt Öl oder irgendwas ran. You had a question over here? You had a question? Here's a question too. Oh, you both, huh? Oh, you're teasing me. There was one more Hopefully she's question. not teasing me. And then after she's not teasing me, we're leaving. Yes. Her question was with carrots. If you use carrots, do you need to put oil with it? Some people say you need to put oil in it Put oil with carrots? Why? Wegen Abspaltung. to that the body can use it. Because Bugs Bunny doesn't put oil with it. some people say vitamin A is only It's a fat-soluble vitamin, but that doesn't mean that you have to put the carrot in oil. ja, stimmt schon, dass Vitamin A nur in Fett löslich ist, aber das bedeutet nicht, dass du deshalb extra Öl zu den Karotten zufügen musst. Your body will take care of that. It knows whether to make it. Weil Ja. dein Körper, der weiß, wo er das Fett herkriegt. Der hat Fett auch. Jetzt habe ich aber auch noch eine Frage. Years ago, I used to take 1 teaspoon of cold pressed olive oil on an empty stomach to help my liver function better. Is it true? Für eine Zeit lang habe ich auf einen leeren Magen einen Esslöffel Öl eingenommen, einen Teelöffel Öl, um meiner Leber zu helfen, besser zu funktionieren. I use olive oil sometimes as part of a preparation to do a liver gallbladder cleanse. So when it does cause the liver and gallbladder to dilate and to detox, yes, but you don't need it every day. Ich benutze manchmal Öl, um meine Leber und meine Galle zu reinigen, aber das braucht man nicht jeden Tag. If it's in your food, yes, but just to take olive oil. In der Nahrung kann man es verwenden, aber einfach so Öl einzunehmen, Olivenöl, ist nicht so gut. Wie oft sollte man Holzkohle nehmen, nur zur Reinigung vom Körper? Alle 2 Wochen? How often should you take charcoal? Every 2 weeks to cleanse your body? What? Charcoal? If you're eating enough fiber, you don't even need to do that because charcoal can leach out certain minerals and things that you need as well. So there's no rhyme or reason about you take charcoal in any particular fashion. Also wenn du genug Ballaststoffe isst, dann brauchst du nicht noch zusätzlich Holzkohle zu nehmen, weil Holzkohle nimmt auch wichtige Minerale und so auf. Und wenn du so schon gut Ballaststoffe hast, dann reinigt das auch den Körper. Jan, it's yours. Thank you very much. You're welcome very much.